Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu meinem zweiten Auftrag in Oldenburg 1 hier in Radio Global. Mein Name ist Seedy Saidikhan. Heute ist eine wunderbare Gast hier mit mir. Also in Deutschland, es gibt Leute, die in Deutschland geflucht und die haben so viele Schwierigkeiten bekommen. Und meine Gast ist jemand, der in Deutschland 3 Jahre geblieben und hat ein Masters in University Oldenburg gemacht. Und wir wollen sowieso diese Geschichte heute darüber reden. Und heute, das ist meine Gast hier. Kannst du dies von meinen Zuschauern selbst vorstellen? Danke, Seedy. Mein Name ist Jean Ngendahimana. Ich weiß, die zweite Name ist Dein Name? Zu vorstellen. Ja. Ja, ich bin Jean Ngendahimana. Ich wohne hier in Oldenburg seit 2 Jahren. Bevor habe ich gewohnt in Hamburg. Und ja, als du hast schon gesagt, ich habe hier einen Master in europäische Migration und interkulturelle Beziehung gestudiert. Ja. Aber bevor wir gehen weiter, John, ich wollte nur fragen, wie alt bist du, John? Wie alt bist du denn? Wer bin ich? Ja. Genau, so, mein Name ist Jean, habe ich gesagt, und ich bin aus Ruanda, ein kleines Land in Ostafrika. Super, ja. Und ich bin hier gekommen seit 2015. 2015. Und ja, und die Gründung für mein hier in Deutschland gekommen war eine politische ja, aber bevor wir gehen, der Grund, dass du in Deutschland gekommen bist, ich würde fragen, wie alt bist du denn? So, ich bin alt. Ich bin 28 Jahre alt. 28 Jahre? Ist das genau, alt? Das ist normal. Ja, das ist normal. Das ist genug für alt zu sein. Alles gut. Okay, du hast in Deutschland gekommen 2015. Und warum bist du hier? Warum? Also gibt es viele Gründe, die Menschen hier kommen, haben in seinem Land erlebt. Ja, okay. Und für Sie, was war der Grund? Für mich, in Ruanda, ich war ein Journalist. Okay, und, Journalist. In Ruanda gibt es ein Problem mit Presse, mit Presserecht und Meinungsfreiheit. Ja. So, deswegen hatte ich einige Herausforderungen mit politischen und Menschenrechtsartikel Reporting. Ja. Und dann bin ich hier gekommen mit Visum. Ja. Weißt du schon, dass gibt es kein Humanitärvisum. Ja. Man muss ein anderes Visum haben, zum hier in Deutschland kommt und ein Flucht zu suchen. Also, ja. Also das ist schwer. Also es ist schade, dass du in Ruanda in Deutschland geflucht bist wegen diesem politischen Problem. Also John, weißt du, dass Auswanderung und als Flucht gibt es so viele Schwierigkeiten in Deutschland. Und was hast du erlebt? Als die anderen Menschen, die sind hier gekommen als Flüchtlinge oder als Migranten, ja, es ist normal, wenn man in die neue Land gehen und viele Herausforderungen dabei sind. Und ich habe viele Herausforderungen erlebt. Zum Beispiel die Sprache war die erste Herausforderung für mich. Und auch es war nicht einfach zum meinen Weg finden. Das glaube ich. Und ich glaube, dass in meiner Meinung Studium für mich war
von diesem Weg, die habe ich gefunden, in Deutschland Gesellschaft entwickelt. Also wolltest du sowieso studieren, aber die Integration ist nicht so einfach in Deutschland zu integrieren, meinst du? Natürlich, die Integration ist nicht einfach. Nicht nur für die Flüchtlinge, die sind hier in Deutschland, aber für die anderen Menschen auch. Zum Beispiel, wenn ein Deutscher nach Ruanda fahren oder lebt. So, es ist nicht auch einfach für ihn. Es ist eine globale Erfahrung, die Menschen, die sind im neuen Land gegangen, erfüllt. So, das ist eine schwierige, aber eine Erfahrung, die alle Menschen, die sind in anderen Land erleben. Super. Und habe ich gefunden, dass du in der Uni Oldenburg studiert. Und wie hast du diese Erlaubnis bekommen, dass du in Oldenburg Uni studieren kannst, als jemand, der geflucht hat? Es gibt Leute, die haben sowieso also ein gutes Papier von ihrem Land und die konnten sowieso in Deutschland studieren, aber hatten die keine Chance zu studieren. Und du hast in Deutschland 2015 bekommen. In 3 Jahren hast du schon Erlaubnis bekommen und dann hast du deine Master sowieso fertig gemacht. Wie das denn? Wie hast du das weggefunden? Also es hängt davon ab. Für mich, als habe ich gesagt, wenn ich hier in Deutschland gekommen bin, ich war allein. Ich hatte keine Familie und keine Freunde. So. Ich bin hier gekommen allein und da ich weiß, dass ich musste alles machen in dieser Gesellschaft allein integriert, sondern Also ist sowieso integriert. Sondern es sollte mehr schwer sein. Also deswegen, ich habe auch die Deutschkurs gemacht. Okay. Also wenn der Prozess ist, wenn ich habe diese Ausweis bekommen. Okay, so, Erlaubnis, Deutschland bleiben. Erlaubnis, genau. Bekommen. Ich habe einen Deutschkurs beginnen. Angefangen. Und 6 Monate oder Deutsche Integrationskurs. Es ist ein Zweiteil. Ein Teil ist die Sprache, die man muss kennen, wie kommunizieren mit den anderen Menschen. Weil Integration heißt auch Kommunikation. Wenn man kennt nicht mit den anderen Menschen kommunizieren, dann ist es sehr, sehr schwer. Und dieser Teil, ich habe mein B1 bekommen und habe die zweite Teil ist eine politische Prüfung, auch die deutsche politische Entwicklung. So, es ist auch ein bisschen mit circa 2 Monate. So, ich habe das gemacht und geschafft. Und danach habe ich, es war nicht genug für mich. Die Sprache, die politische Prüfung, es war nicht genug für mich, weil ich war noch allein. Ich hatte nicht viele Freunde, ich hatte nicht viele Kontakt und ich wurde wirklich zu suchen, wo kann ich die Menschen, die anderen Menschen, die deutschen Menschen austauschen. Austauschen, super. Austauschen. Ich habe bekommen eine Zulassung, also ich habe probiert, viele Bewerbungen machen zum Studium bekommen, aber in dieser Zeit ist es nicht wirklich einfach. Und danach, ich habe bekommen die Hamburger Media School Platz für eine Zulassung für diese Migranten. Digital Medien von Migration. Ich habe das gemacht, Kamera, Film und alles Story. Benutzen. Aber noch, es war nicht so einfach. Noch, es war nicht genug für mich. Also ich hatte ein Bachelor-Degree im BWL, Betriebswissenschaftslehrer in meinem Land. Und wirklich, ich wurde
ein Master, ein Studium machen, weißt du? Ja. Eine Universität, ein Studium ist wirklich, es ist wirklich. So meinst du, dass du willst studieren, egal was, aber als Masters? Ich meine, es ist das Studium für mich war wirklich ganz wichtig. Ganz wichtig. Wichtig. So, deswegen, wenn ich bekomme diese Zulassung, und es war ein Programm, ein Erasmus-Programm, man musste in andere Länder gehen, zum Austauschsemester machen. Was hast du? War ein Was studierst du eigentlich? Es war eine europäische Migration und interkulturelle Beziehung, so European Master in Migration and Intercultural Relations. Oh. Ja, da habe ich ein erstes Semester hier gemacht. In Oldenburg? In Oldenburg. Ja. Und das zweite war ich in Stavanger, so in Süden Norwegen. Ja. Und danach die dritte habe ich nach Ljubljana in Slowenien gegangen. Wow. Und danach bin ich wieder zu meinem Masterabschluss schreiben. Ja, und wenn ich bin fertig mit diesem Studium, ich hatte dieses Gefühl, dass am meisten ich bin frei in Deutschland. Ja. Ich konnte etwas machen, wichtiger. Ja. Ich konnte die anderen Menschen helfen. Diesen Weg finden. Ja. Und, aber inzwischen habe ich gegründet ein Verein. Ja, bevor du gehst weiter, ich würde fragen, John, dass du diese Masters in Migration, European Masters in Migration and Intercultural Relations in Europe studiert, in 2 Jahren. Und dann, wie war das Studieren mit der deutschen Sprache? Oder hast du das in anderen Sprachen gelernt? Es war nicht in Deutsch. Genau. Bevor ich nach Ausland gegangen bin, mein Deutsch war sehr gut. Ja? Okay. Aber jetzt ein bisschen kaputt gegangen. Ist nicht so gut. Warum? Warum? Ja. Weil die Sprache heißt immer sprechen, sprechen, sprechen. Wenn man spricht nicht, die Sprache ist weg. Super. Ja, das ist super. Und habe ich auch gefunden, dass du also nicht nur studiert magst, aber sondern hast du auch ein Projekt auch selber geöffnet in Oldenburg hier. Und was heißt dieses Projekt, wenn ich fragen darf? Und was macht dieses Projekt? Also was ist das Ziel von diesem Projekt? Also alles habe ich schon gesagt. Wenn ich war in diese Herausforderung, in diese Schwierung zum meinen Weg finden, in Deutschland Integration, es war ein bisschen schwer, Depression, also viele Ideen, aber kein Weg zum diese Idee führen und finden. So, was habe ich, aber danach mein Studium habe ich gefällt, okay, für mich es ist ein bisschen gut, aber gibt es die anderen Menschen, die sind Flüchtlinge oder die sind Asylbewerber, die sind nicht noch diesen Weg gefunden. Deswegen ich konnte etwas fordern und helfen in diesem Bereich. In diesem Bereich. Genau. Und du hast Masters in European Masters in Migration and Intercultural Relations gemacht und wolltest du ein Projekt, das gleich in diese Richtung machen. Davor kannst du die anderen Leute, die geflüchtet in Deutschland, helfen kannst. Also habe ich auch gefunden, dass du fliegst in jedes Mal, wenn European oder EU oder African Union diese European Compact Meeting hat, du bist immer da. Warum bist du immer da? Also was ich konnte darüber sagen, ist, dass man muss aktiv sein. Ja. Also weißt du, gibt es viele Menschen mit Migrationshintergrund, die leben hier in Deutschland. Am meisten sind 20%. Ja, super. Das stimmt. Sind diese Menschen. Das heißt, wir sind mehr. Wir sind mehr in diese Richtung, dass wir sind mehr eine Fluchterfahrung ist nicht individuell, es ist so gemeinsam. So, das heißt,
wenn man ist in Deutschland, diese Integrationsweg finden, muss aktiv sein. Super. Politische Teilhabe, politische Partizipation. Also man muss auch in diese Gesellschaft, Community teilen, Verstattung gehen und viele lernen aus Internet. Also in diesem Global Compact für Migration und Integration, für Migration und Flüchtlinge. Also ich bin ein Teil von der deutschen Gesellschaft. Die sind in diese Global Compact, in diese Global Compact Implementation. Also in Deutschland. Deswegen bin ich ein Teil eine Perspektive von die Flüchtlinge und Migranten Vereinen diese Meinung bringen in diese Global Compact. Weißt du, die Global Compact ist für Migration und Flüchtlinge. Und die Flüchtlinge müssen einteilen, einen Platz, eine Teilhabe finden in diese Global Compact, sondern die Repräsentation ist schlecht. Ja, stimmt. Genau. Müssen die haben. Und dann bist du da vor der Leute, die geflüchtet in Deutschland. Genau, ich bin da als ein Vertreter von den deutschen Migranten und Flüchtlingevereinen in dieser Global Compact. Genau. Ich bin so, oh mein Gott. Also du hast so viel erreicht in Deutschland hier, in 3 Jahren. Also, was ist deine nächste Movement? Ich glaube, es ist nicht viel, aber jeder Mensch hier in Deutschland kann das auch machen, erreichen, weil die Bedingung ist nicht sehr toll, nur Partizipation, weißt du. Gibt es die Menschen, die mit Migrationshintergrund, die dachten, dass es nicht einfach ein TV, ein Programm machen auf Deutsch, weißt du. Mein Deutsch ist nicht so genug normalerweise ist es nicht genug, ein deutscher TV sitzen und meine Meinung geben. Aber weil ich glaube, deutsche Gesellschaft und Deutschland Regierung hatte wirklich viele Gelegenheit für Migranten und für Flüchtlinge. Und es ist die Responsibility von diesen Menschen zu dieser Gelegenheit entwickeln und finden. Und ich glaube, das heißt auch Integration. Zum einen Teil, es ist für die Regierung, die Politik, die gute Policies machen, in deutscher Bundestag zum Beispiel. Aber die andere Teil ist es für Migranten und Flüchtlinge, zu etwas machen, diese erfolgreiche Integration erreichen. Sondern wenn die beiden Teilen, wenn die beiden Seiten nicht mehr investieren, dann die erfolgreiche Integration hier in Deutschland konnte nicht erreichen. Genau. Stimmt. Was ist, also John, vielleicht werde ich auch von dir lernen. Was ist das Geheimnis von John, dass du diese Dinge alles in 3 Jahren erreichen kannst? Also es gibt Leute, die wollen sowieso studieren. Die hatten sowieso diese Motivation dazu studieren, zu Schule gehen oder wie du. Aber die haben keine Erlaubnis, keine Chance. Und du hast das alles erreicht. Und jetzt bist du hier mit uns und hast du dann selber Projekt. Würdest du selber in diesem Projekt weiter arbeiten oder würdest du auch arbeiten in anderen Teilen? Willst du in deinem Projekt weiterarbeiten? Meinst du, ob ich möchte selbstständig sein oder einen Job finden? Genau, jetzt ich bin beschäftigt mit den Vereinen, mit den anderen Menschen, die sind die Mitglied. Also wir unterstützen die Migration und Inklusion, Politik, Kommunikation. Weißt du, in deutscher Gesellschaft, wir haben viele Flüchtlinge, wir haben 20% Migranten und Flüchtlinge hier in Deutschland. Aber wenn man guckt in den Medien zum Beispiel,
also vielen Dank für Oldenburg 1 diese Plattform geben. Aber normalerweise die Nachrichten von den Migranten Erfahrung, von die Flüchtlinge Erfahrung in Gesellschaft, im Lokalebene und Kommunalebene ist nicht viel. Und das heißt, habe ich gesagt, das heißt, Integration heißt auch Kommunikation. Wenn keine Informationen sind da, die Menschen verbinden, zum Beispiel von die Flüchtlinge, was die macht im Lokalebene und die Politiker und die ganze anderen Decision Makers. Das heißt, die Integration konnte nicht erfolgreich sein, sondern wir mussten die Information, die unterstützen diese Negoziation und Mediation zwischen diesen Menschen. Das heißt auch interkulturelle Kommunikation. So. John, ich habe eine Frage, das ist ganz wichtig. Wenn du hast schon in Deutschland erlebt oder lebt und dann du hast auch sowieso Migration Erfahrung. Wenn du etwas ändern würdest in Migration, dass die Flüchtlinge zu leiten machen, was würdest du ändern? Ich habe nicht gelesen, auch ich habe mit verschiedenen Abgeordneten, die deutsche Abgeordnete, gesprochen darüber. Die deutsche Regierung macht wirklich die wichtigen Teile, die wichtigen Zeiten, um diese Integration Politik positiv sein, ist da. Was ich meine, ist, dass die Zeit von den Migranten zur Motivation und investieren in diese Integrationsbereich Entwicklung, da gibt es auch etwas zu tun. Aber was ich meine, wenn zum Beispiel gibt es ein neues Migrationsgesetz, also die Bundesregierung sind in Diskussion für dieses neue Migrationsgesetz. Und jetzt gibt es die neue wie heißt das? Gesetz? Eine neue Policy. Okay. Eine neue Politik, die geben die Flüchtlinge, die sind in Ausbildung, eine Optionen zum gesetzlich in Deutschland bleiben. Das ist ein Teil, das ich glaube, ist positiv für die deutsche Regierung. Und das Zweite ist, dass die Menschen mit Migrationshintergrund, als habe ich gesagt, habe viele Gelegenheit, aber man musste viele investieren, zu dieser Gelegenheit finden. Und was ich möchte verändert für mich jetzt, ist das, weißt du, ist diese, zum Beispiel im Studium. Im Studium nicht viele Menschen mit Migrationshintergrund, die sind in Hochschule oder Universität. Das heißt, gibt es eine Herausforderung im deutschen Bildungssystem, weil die Flüchtlinge-Kinder kennen nicht viele Sprachen. Sie haben ein Problem mit Sprache am Anfang. Und das deutsche Bildungssystem, die Struktur von dem deutschen Bildungssystem ist nicht not in favor of für diese Flüchtlinge-Kinder, sondern ich musste, wenn ich konnte etwas verändern, ich konnte sagen, okay, wir müssen auch die mehr Flüchtlinge oder Menschen mit Migrationshintergrund in Hochschule und Universität. Aber die andere, die ich möchte, ist diese, zum Beispiel in den Vereinen, die Vereine, die sind gegründet bei Flüchtlingen und Migranten. Gibt es ein strukturelles Problem oder Herausforderung, weil die bekommen nicht viele Unterstützung für
die Mitgliederentwicklung, Netzwerken, Empowerment. So. Deswegen, was ich konnte verändern, ich konnte sagen, oder... Würdest du? Du würdest etwas ändern? Ja, ich konnte die Regierung fragen diese Entwicklung fordern. Ja, fordern, ja. Ja, genau. Und die anderen, also gibt es viele, aber die viele sind positiv. Also ich habe geliebt, viele Erfahrungen, die sind positiv von der deutschen Politik. Super. Und ich glaube, dass die Migrationspolitik jetzt ist sehr, sehr gut in Deutschland. In Deutschland. Und ich ermutige die vielen Flüchtlinge und Migranten diese politische und Gesellschaftspartizipation. Sondern man konnte nicht die Gesellschaft erfolgreich entwickelt und integriert, wenn gibt es keine Partizipation und Empowerment. Und ich biete die Regierung, diese Empowerment für viele Projekte fordern, für die Empowerment und politische Partizipation von dieser Migration, diese Migranten und Flüchtlinge Menschen. Dankeschön, John. John, dein Nachname kann ich nicht. John was? Jean. Dein Nachname? Ngendahimana. Ja, Ngendahimana, ja. Dankeschön, John Ngendahimana. Also, liebe Zuschauer, das ist das Ende. Wir sind am Ende auf unserer Show. Und als gesagt, wir haben ein Gespräch mit John. John hat in Deutschland gekommen in 2015 und jetzt hat seine Masters gemacht. Und das ist wunderschön, wunderschön. Und wir wollen sowieso weitermachen mit anderen Flüchtlingen, die in Deutschland, in Oldenburg sind. Und wir wollen mit anderen Leuten weiter Gespräch haben. Und wir sehen euch sowieso nächsten Monat, inshallah. Dankeschön für Ihre Zeit. Tschüss. John, da war